Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP Pavilion, ein X360 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung finden wir hier auf der Rückseite, und zwar mini klein hier unten. Und ja, mit dieser Modellnummer findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass das ja ein Touch-Display ist. Das heißt, ja, das Display muss man als komplette Einheit tauschen. Und die Tastatur ist hier zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man hingegen auch einzeln tauschen. Um das Gerät zu öffnen, muss man zum einen diese einzelne Schraube hier vorne lösen und auch unter den Gummischienen sind jeweils noch Schrauben und die sind immer hier außen. Das heißt, man muss die nicht komplett abnehmen. Das reicht also, wenn man hier die hier so ein bisschen nach oben hebelt. Genau. Und dann sieht man hier die Schraube, die kann man dann einfach rausmachen. Das ist genau das gleiche wie bei denen hier. Und sollte man da jetzt irgendwo mal nicht so gut drunter kommen, dann nimmt man sich hier einfach eine Hilfe und versucht das so ein bisschen wegzuhebeln. Und sollte das mal nicht mehr richtig kleben, dann kann man das tatsächlich auch mit beidseitigem Klebeband wieder neu draufkleben und dann hält das. Zum Öffnen bzw. für eigentlich alle Arbeiten hier benutze ich im Übrigen ein Universalwerkzeugset. Und das ist super praktisch. Ich verlinke euch das noch in der Videobeschreibung. Hier ist nämlich alles dabei, was man so braucht. Also Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen Aufsätzen, die man so braucht und sich wünschen kann. Ich habe mir das jetzt hier schon mal vorbereitet. Und das sind alles Kreuzschrauben. Und dafür schnappe ich mir hier ein PH0 und damit kriegt man am und im Gerät dann auch eigentlich alles auf. Wenn man dann alle Schrauben raus hat, im Übrigen ist die einzelne Schraube hier vorne etwas kürzer, also einfach getrennt aufbewahren, kann man daran gehen, die Unterseite zu lösen. Und hier sieht man das echt schön, schwarz auf silber, wo die Verbindungslinie lang läuft. Die geht hier einmal um das Gerät herum. Und ja, zum Öffnen benutze ich jetzt hier einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und dann versucht man eigentlich eine Lücke zu schaffen zwischen Gerät und Unterseite. Dann mal ein bisschen reinhebeln. Und dann hebelt man die nach oben hinweg. Das geht manchmal besser, manchmal nicht so gut. Wenn man das Gerät noch nie auf hatte, ist das auch oft, sitzt das dann ein bisschen fester. Aber das Prinzip ist das gleiche, dass man versucht an einer Stelle, wo man gut reinkommt, eine Öffnung zu finden und das dann nach oben zu hebeln. Und das kann unter Umständen auch wirklich laut knacken, gerade wenn man das zum ersten Mal macht. Da braucht man aber keine Angst zu haben. Das sind nur die Einraststellen, die sich da lösen. Und dann geht man so in dieser Art und Weise einfach einmal um das Gerät herum, hebelt das überall so ein bisschen auf und dann kann man irgendwann auch mit den Fingern schon drunter greifen und das mit so ein bisschen Rütteln und Wackeln nach oben hin abziehen. Aber ansonsten einfach in der Technik weitermachen. Einmal um das Gerät. Dann ist man auf der sicheren Seite und dann kommt einem irgendwann die Unterseite quasi von allein entgegen
So sieht die übrigens von innen aus. Und so das Gerät. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und hier ist es so, dass der Akku ist direkt auf dem Mainboard aufgesteckt. Das heißt, wir nehmen den auch gleich raus. Und dafür löst man diese Schrauben hier. Und sobald man alle Schrauben draußen hat, kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und dann hier eben vom Stecker ziehen. Notfalls hier so ein bisschen dagegen drücken. Und ja, da haben wir gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. So, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, hier drüben ist noch Platz für eine 2,5 Zoll. Und das heißt, da nimmt man jetzt einfach hier den Dummy raus und ersetzt das durch eine Festplatte. Und in dem Fall muss man auch das Gehäuse mit dazu kaufen und den Adapter, der hier drüben angeschlossen wird. Das ist ein Kippschalter. Der funktioniert genau wie das Touchpad und das zeige ich nachher. Und ja, hier ist jetzt die Halterung rausgebrochen. Im Normalfall wird die hier unten eingehakt und dann ja, rastet die hier quasi ein und hält dann nochmal richtig. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Die haben hier übrigens auch ein Gewicht noch mit reingelegt, was ich ganz interessant finde, dass man ein bisschen vorne mehr Gewicht hat, wenn das Display auf ist, dass das nicht so leicht nach hinten kippt. Also ja, interessant. Wir sehen über dem Gehäuse hier die Festplatte, die SSD, die ist hier unter so einer kleinen Hülle, zeige ich aber später noch. Hier drunter sitzt der RAM, dann haben wir den Lüfter und den Heatsink, der hier unter einem Klebeband sitzt. Und in dem Fall übrigens kann man hier auch das Strombuchsenkabel tauschen. Der sitzt nämlich hier und geht mit dem Kabel hier vorne dran. Die Kabel kann man einfach die Stecker nach hinten rausziehen. Das heißt, man muss eigentlich nur das Scharnier hier abschrauben, so ein bisschen nach oben drehen und dann kann man die Strombuchse hier einfach rausnehmen und austauschen. Also ja, super praktisch. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Touchpad an. Das sitzt hier direkt unter dem Akku und wird von diesen Schrauben hier gehalten und eben auch von dem Kabel. Und da ist es eben so, nicht einfach an dem Kabel ziehen. Das ist das gleiche wie hier drüben. Da gibt es so einen Stecker, den klappt man erst nach oben hin auf. Der gibt dann das Kabel frei und dann kann man das rausziehen. Das klebt auch manchmal noch so ein bisschen hier. Genau. Und dann kann man das Touchpad einfach nach unten hin quasi so ein bisschen durchdrücken und auf der Seite dann entgegennehmen. Beim Wiederverbinden schaut man einfach nur, dass das hier bis zu dieser ersten weißen Linie wieder in dem Stecker drin sitzt. Und so bis dahin einfach wieder reinstecken, Stecker umklappen und dann passt das. Der RAM sitzt, wie vorhin schon angedeutet, hier unter dieser Blechhülle und auch das Kabel vom Lüfter läuft hier noch lang und ist hier drauf geklebt, weil warum nicht? Das heißt, das muss man hier auch noch abfummeln. So. Und dann, ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann, das sitzt auf diesen kleinen Halterungen hier. Das heißt, man kann das einfach nach oben hin abziehen. Kann man drunter gehen oder ich nehme jetzt hier eine Hilfe. Da muss man nur aufpassen, dass man sich eine Stelle sucht, wo jetzt keine großartigen Lötstellen hier sind. Und dann kann man aber einfach hier drunter und das einfach so ein bisschen nach oben hin abhebeln. Genau so. Das muss man ja nicht zwingend abmachen. Genau, und dann sieht man die beiden RAM-Slots. Der RAM selber ist dann super einfach zu tauschen. Wird nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Die zieht man so ein bisschen nach außen und dann kommt der einem quasi schon entgegen. Und so ja, einfach ist das eigentlich. Beim Wiederverbinden genauso. Zurück in den Slot.
und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Und dann ja, kann man hier eben die kleinen Halterungen sehen. Das heißt, da kommt die Hülle einfach wieder drauf. Genau dazwischen, genau da drauf. Und je nachdem, wie geduldig man da ist, hat man das dann auch relativ schnell erledigt. Die SSD, die wir hier sehen, die wird von einer Schraube hier gehalten, die jetzt hier auch unter dieser Hülle drunter ist. Oder so halb. Ja, und dann sieht man schon, kommt die einem schon entgegen und dann kann man die aus dem Slot ziehen und hier die Hülle vorsichtig noch mit abziehen. Genau, und so sieht die SSD dann aus. Und auch hier ist der Einbau super einfach, ob mit oder ohne. Die Hülle, die kommt zurück in den Slot. Und so ein kleines bisschen nach unten gedrückt und dann einfach wieder verschraubt. Den Lüfter, den kann man hier auch einzeln tauschen. Und zwar machen wir hier dieses Kabel, das ist so ein bisschen aufgeklebt weg. Und auch das hier muss man so ein bisschen, das klebt manchmal ein bisschen fester. Das kann man am besten auch mit einer Pinzette dann abmachen. Und dann sieht man das hier vielleicht schon, diese beiden Schrauben hier müssen raus. Und hier läuft das Lüfterkabel. Und da ist es so, das kann man wahrscheinlich auch am Kabelbund fassen, je nachdem wie fest das sitzt. Ein bisschen wackeln und dann raus, genau. Und dann kann man den Lüfter nach oben, hinten aus dem Gerät nehmen und so eben auch tauschen. Da noch eine Anmerkung, je nachdem wie der hier geliefert wird, da merkt man sich an dem Stecker hier hinten, wenn da jetzt kein Punkt drauf ist oder so, gibt es auf einer Seite Kontakte. Und diese Kontakte zeigen beim Wiederverbinden nach unten. Und ich persönlich verbinde den eigentlich auch immer direkt wieder. Da kommt man zum einen besser dran und zum anderen vergisst man es dann nicht. Das ist nämlich eigentlich das, was man überhaupt nicht gebrauchen kann. Und ja, der Lüfter kommt dann einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder unter den Heatsink hier so ein bisschen. Und hier drüben hat er auch so eine kleine Führungsschiene. Das heißt, ja, da kommt er wieder drauf und dann sitzt er eigentlich direkt auf den Gewinden und muss nur wieder verschraubt werden. Und wie gesagt, entweder dran denken, das Lüfterkabel wieder zu verbinden oder es einfach direkt als erstes machen. So, Akkueinbau, genauso einfach wie der Ausbau. Auch der hat hier unten so kleine Öffnungen für die Hilfen, für die Positionierungshilfen. Das heißt, da kommt er einfach wieder drauf und dann drückt man den hier auf den Stecker. Da merkt man sehr gut, dass der wieder sitzt. Ja, und dann eigentlich nur noch festschrauben und schwuppdiwupp erledigt. So, am Ende einfach die Unterseite gerade oben auf das Gerät drauflegen und nach unten festdrücken. Auch da kann man festdrücken, auch in der Mitte, bis wirklich alles wieder einrastet. Ich gehe am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass da wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung oder Lücke zu sehen ist, dass alles fest verschlossen ist. Ja, und dann muss man nur noch wieder alles verschrauben und ist damit ratzfatz durch. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.